Wir sind Jessie und Roberto und seit 2,5 Jahren reisen wir entlang der Panamerikaner. Davon sind wir 2 Jahre von Kanada bis Panama durch Nord- und Zentralamerika gereist, bis es diesen Sommer Zeit für einen lange überfälligen Heimaturlaub in Europa war. Und da haben wir uns in einer ziemlich spontanen Aktion einen Traum erfüllt. Das ist ein VW T3 Synchro und wir nehmen den heute mit. Nun sind wir aber zurück bei unserem Van und starten endlich in einen neuen Abschnitt unserer Reise. Wir beginnen in Uruguay und wollen nun Südamerika bereisen. Obwohl wir schon merken, dass wir auch erst wieder ins Camperleben reinkommen müssen. Ist halt schon wieder eine Umstellung. Auf einmal ist der Raum wieder so klein, wir sitzen wieder 24/7 nur aufeinander. Es ist irgendwie, ja, schon wieder ein anderer Modus zu funktionieren. Guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Video. So einen guten Start hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Und ihr seht auch, die Umgebung hat sich ein bisschen verändert seit dem letzten Mal. Wir haben endlich den Campingplatz verlassen und sind an der Küste von Uruguay, an einem wunderschönen Strand. Und ich konnte schon meine Morgensession machen. Es ist, ja, das ist einfach eine andere Lebensqualität. Wir sind noch nicht bei 100%, wir sind noch nicht ganz fit. Wir wollen es auch sicher langsam angehen lassen, aber ja, es fühlt sich einfach so gut an. Und so soll doch ein Tag starten. Hola! Hola! Na, wie war's? Es hat so gut getan. Sollte ich auch mal machen. Ja, Ja. du bist mindestens so unfit wie ich. Mindestens! Aber ganz schön windig geworden, oder? Ja, wie immer um die Zeit. Fängt wieder an. Ja. Ups. Kaffee. Wir sind letztens erst drauf gekommen, dass wir eigentlich seit 6 Monaten keine schönen Van-Erlebnisse mit Jimmy hatten. Ja, voll. Das ist eigentlich völlig surreal. Wie schnell die Zeit eigentlich verfliegt. Ja. Aber es macht auch Sinn. Also 4 Monate davon waren wir ja in Europa, das ist klar. Da war Jimmy halt eben nicht bei uns. Aber ja klar, jetzt hatten 2 Wochen waren wir krank. Ja. Und bevor wir Jimmy bekommen haben, haben wir 2 Monate zuerst in Buenos Aires auf den Van gewartet. Da war es auch nur ein Sorgenkind. Ja. Und als der Van endlich hier war, mussten wir eine ganze Woche lang Schimmel entfernen. Ja. Und jetzt wieder hier so einen schönen Stellplatz zu haben, mit Meer und auch nicht zu warm. Das ist so richtig schön, oder? Ja, also wirklich so ein Klischee-Kaffee mit Aussicht im Van, das feiern wir gerade total. Das ist richtig schön. Es wird wirklich wieder ganz schön windig. Ja, aber ich glaube, es wird nur noch mehr. Ja, ja, also Je weiter südlicher wir fahren, desto schlimmer wird's. ja, sowieso. Und es ist auch erst immer noch Vormittag, also auch Ja. hier wird es noch mehr. Und es ist dann immer so tückisch mit der Sonne auch. Da verbrennt man sich gleich. Immer schön eincremen. Ja.
allein dieser eigentlich zufällige Strand macht schon richtig Lust, mehr von Uruguay zu sehen. Man hört immer wieder, je weiter man in den Norden kommt, desto schöner werden die Strände noch. Ja, wir haben aber schon so viel Zeit verloren, das liegt eigentlich nicht drin, denn wir wollen oder wir müssen fast gegen Weihnachten, Neujahr schon unten in Ushuaia sein, in Feuerland. Und das sind etwa 3.500 Kilometer. Oder? Genau, also wir haben vorhin gerechnet, das ist wie wenn wir von Madrid nach Istanbul fahren würden. Also es ist eine echt weite Strecke. Da können wir es uns nicht leisten, noch 2 Wochen erstmal in Uruguay rumzukurven. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also wer weiß, vielleicht kommen wir ja noch mal auf dem Weg, wenn wir wieder in den Norden fahren, kommen wir noch mal vorbei. Es ist richtig schön, hier in der Natur zu sein. Hier am Strand, direkt am Meer. Die schöne Brise vom Meer, das tut richtig gut, vor allem nach den letzten 2 Wochen. Es ist richtig balsam für die Seele. Und wir merken auch, dass wieder die Energie kommt, um wieder neue Sachen zu entdecken, um ja, weiterzugehen. Und wir freuen uns richtig, euch auch mitnehmen zu können. Endlich mal aus dem Wind. Ist ganz schön windig da draußen. Noch zusammenpacken und dann los? Ja, noch was essen. Noch was essen, ja. Und dann geht es auch schon wieder los. Wir haben heute noch ein paar 100 Kilometer vor uns und ja, müssen wir auch mal machen. Nachdem wir ja ein paar neue Produkte im Shop rausgebracht haben, haben uns einige von euch gefragt, wann denn auch endlich das nächste E-Book rauskommt. Ja, heute ist es soweit und unser E-Book zum Westen der USA mit dem Camper ist ab heute in unserem Shop erhältlich. Wie auch in den anderen E-Books gibt es auch hier wieder zahlreiche Informationen, Erfahrungswerte und einfach ganz viele Tipps von uns für euch, wenn ihr mit dem Camper in den USA unterwegs seid. Diesmal kommen wir auf etwa 200 Seiten und wir teilen natürlich auch wieder Reisehighlights, und zwar bekanntere wie jetzt zum Beispiel Yosemite oder Arches National Park, aber auch weniger bekannte Spots wie zum Beispiel der Leslie Gulch, der uns richtig gut gefallen hat. Und natürlich findet ihr auch wieder Tipps zum Alltag mit dem Camper. Also wo finde ich Wasser, wie kann ich mein Gas füllen? Alle diese Dinge, die einem eben im Alltag doch mehr beschäftigen, als man manchmal wollen würde. Und auch diesmal gibt es wieder einen Gastbeitrag. Chantel und Ron erzählen von ihrer Zeit im Death Valley und im Yellowstone Nationalpark. Das sind ja auch nochmal 2 so faszinierende Orte. Und allgemein, wir finden, das E-Book ist richtig cool geworden. Während wir das geschrieben haben, haben wir richtig Lust bekommen, wieder in den USA zu reisen, mit dem Camper da durch die Landschaft zu fahren. Und ja, wir hoffen, euch macht es genauso Lust auf die USA wie uns. Schaut drum sehr gerne in unserem Shop vorbei. Da findet ihr das E-Book und natürlich noch weitere Produkte von uns. Bisher ist das Fahren in Uruguay ja sehr angenehm. Also die Straßen sind soweit in gutem Zustand, wenig Verkehr. Also ich glaube, es ist ganz okay, oder? Es ist richtig angenehm hier zu fahren. Also ja. Im Vergleich zu Zentralamerika. Ja. Ja, aber auch sonst würde ich sagen, ist man hier sehr nahe der Komfortzone, der europäischen Komfortzone. Also man merkt schon die Einflüsse der Einwanderung hier und es ist alles so, ja, irgendwie vertraut. Aber wir merken halt trotzdem, also wir wissen ja, wir sind in Südamerika, was recht seltsam ist, denn wir waren ja 2 Jahre in Nord- und Zentralamerika und eigentlich hatten wir ja 2 Jahre für die gesamte Panamericana eingeplant. Ja, mal sehen, wie lange wir jetzt für Südamerika brauchen. Ich bin sehr gespannt. Haben wir da eigentlich einen Zeitplan? Haben wir uns da was vorgenommen? Ja. Ja, maximal ein Jahr. Maximal ein Jahr? Oh je. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, aber gut, wir können es ja mal probieren.
Sieht ja richtig gemütlich aus. Ja, Naja, bei der Hitze muss man auch irgendwann mal Siesta machen, nicht wahr? ja, jeder braucht mal Pause. Also wir wären sowieso schon viel vorher kaputt gewesen. Oh ja. Ich würde sagen, das ist unser Zuhause für heute. Ja, für heute. Was Ganz war schön das? windig draußen. Ja, wieder. Immer noch. Aber es ging jetzt eigentlich, waren 4 Stunden, glaube ich, oder? Ja, 4,5 Stunden. 4,5 Stunden und es war ganz okay. Und wir sind dafür in guter Startposition für morgen. Ich freue mich. Der Platz wäre ja richtig schön, wenn der Wind nicht wäre. Hier vorne das Meer, hier noch ein kleiner Teich. Ich glaube, es wird nichts mit draußen essen heute Abend. Schade. Wir haben die perfekte Lösung gefunden. Genau im Sinne des Wohlfühlens und schöne Erlebnisse im Van haben, machen wir einfach Pizza. Was gibt's Besseres als Pizza Night im Van? Ich hoffe, wir wissen noch, wie es geht. Beim Teig musste ich ein bisschen, ja, ich hatte erst zu wenig Wasser, aber ich glaube, jetzt geht's, oder? Was meinst du? Ja, passt. Sieht gut aus bis jetzt. Jetzt müssen wir nachher noch den Geschmackstest machen, aber ich freue mich. Das ist so Wohlfühlessen. Wir haben hier einmal den Teig, pürierte Pelati, Mozzarella, also keine Mozzarella, sondern Mozzarella und wow. Und weil zumindest das Essen gut ist, essen wir an unserem Campingtisch. Denn ja, leider durch den ganzen Schimmel im Van, den wir hatten, ist unser Esstisch auch hinüber. Wir hätten den schleifen können, hatten aber zu der Zeit keine Zeit, keine Lust, haben den fortgeschmissen und jetzt finden wir keine passende Tischplatte. Wir waren zwar schon in gewissen Baumärkten, aber entweder sind sie zu dick oder zu groß, beziehungsweise zu groß ist 3 mal 2 Meter. Die würden sie zwar schneiden, aber wir müssen das ganze Holz zahlen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Von dem her, ja. Pizza! Uhu. Oh, die sieht doch super aus. Ja, mal schauen, ob sie auch wirklich super ist. Na, wie schmeckt's? Gut? Mozzarella gut? Mozzarella nicht sehr ausdrucksstark. Aber die Tomaten sind gut. Okay. Klar, Mutti. Nee, ist ganz okay. Ja, kann man verbessern, aber es ist unsere Van-Pizza, also ich feiere sie trotzdem. Und die nächste kommt ja auch mit Belag, vielleicht ist sie dann auch ein bisschen spannender. Heute sind wir in Colonia del Sacramento unterwegs. Es ist eine kleine Ortschaft, von der man in Uruguay immer wieder hört. Es hat eine bewegte Geschichte und ja, der erste Eindruck ist schon mal, man hört es vielleicht, man hört überall Papageien, es ist grün, es ist bunt, es gibt so eine richtig frühlingshafte Stimmung und ich glaube, es wird richtig schön hier durch die Gassen zu schlendern. Eine Sache, die uns hier in Uruguay richtig positiv aufgefallen ist, ist die Sauberkeit. Also die Städte sind alle sauber. Überall wird Müll getrennt. Der Müll liegt nicht einfach irgendwo auf der Straße rum, was richtig schön ist und ist wie zu Hause, wie in Europa.
Da hinten ist Argentinien. Ist gar nicht mehr weit. Also zum Schwimmen ein bisschen zu weit, aber bald sind wir auch da. Colonia gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe, unter anderem wegen eben der bewegten Geschichte. Gegründet wurde die Stadt ursprünglich von den Portugiesen von Rio de Janeiro aus. Kurz darauf kamen aber die Spanier von Buenos Aires aus und dann ging das sogar ein paar Mal hin und her zwischen den beiden, bis sich sogar auch die Engländer einmischten. Seit der Unabhängigkeit Uruguays oder kurz darauf wurde dann Colonia zum Teil von Uruguay. Aber es ist eben diese Mischung und diese Bewegung in der Geschichte, diese verschiedenen Einflüsse, die da mit einspielen, die die Stadt so ausmachen. Ich war anfangs schon ein bisschen unsicher, wie das jetzt so wird, wieder im Van. Wir waren jetzt doch eben ein halbes Jahr nicht im Van oder nur ja, vereinzelt. Das ist halt schon wieder eine Umstellung. Auf einmal ist der Raum wieder so klein, wir sitzen wieder 24/7 nur aufeinander. Es ist irgendwie ja, schon wieder ein anderer Modus zu funktionieren, den Alltag zu gestalten. Und gerade auch nachdem ich ja nach unserer Rückkehr am ersten Tag so gar nicht die Euphorie gespürt habe, die ich eigentlich von mir selbst erwartet hatte, ja, hatte ich schon ein bisschen, ja, war ich ziemlich unsicher. Aber jetzt die letzten Tage, wo es jetzt doch so schön war und ist, das lässt mich wieder hoffen. Also es gibt mir wieder so ein gutes Gefühl und ich glaube, wir müssen einfach wirklich diese schönen Erlebnisse hier schaffen und uns die Zeit auch lassen, um das zu erleben und wieder reinzukommen. Ich hatte ja davor riesen Vorfreude, dass es wieder weitergeht und wir wieder im Van unterwegs sind. Und langsam kommt das wieder zurück. Ich freue mich schon sehr. Ich bin doch ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. Egal wie lange wir jetzt in Uruguay sind, wir haben ein paar Patrons, denen wir aus jedem Land eine Postkarte schicken. Das wollen wir natürlich auch aus Uruguay machen. Wir haben schon ein paar Läden angeguckt, wo sie Postkarten haben. Es ist manchmal recht schwierig. Ja. Aber jetzt gucken wir hier mal rein, vielleicht werden wir hier endlich fündig. Hola. Ja, haben Sie das? Oh ja, hier, schau mal. Da könnten wir fündig werden. Die ist schön, oder? Mhm. Also ich würde sagen, wir haben die zwei hübschesten gefunden. Sie meinte am Ende noch, wir sollten noch Dulce de Leche mitnehmen. Das ist so was ganz Typisches hier. Damit wir auch in den Himmel kommen. Aber es ist mir zu süß und ich fürchte, jetzt kommen wir nicht in den Himmel. Naja, gibt's schlimmer. Ja, aber sie war voll nett. So, jetzt müssen wir noch einen Platz finden, wo wir die schreiben können, weil wir müssen die heute noch abschicken. Ja, gucken wir mal, hier finden wir sicher was. Und natürlich auch ein großes Dankeschön allen anderen, die uns irgendwie auf dieser Reise unterstützen. Sei es über Patreon oder über die Kanalmitgliedschaft oder auch irgendjemand, der bei uns im Shop irgendwas einkauft oder halt nur die Videos anschaut. Also wir sind für jeden von euch dankbar und wollen ja auf diese Weise auch Danke sagen. Und natürlich schreiben sich Postkarten am besten bei einem leckeren Kaffee. Die Postkarten haben wir abgegeben und jetzt geht es zurück zum Van für uns. Wir haben nämlich noch einiges an Kilometern vor uns, die wir heute noch schaffen wollen. Wir haben ja 2 Wochen Zeit aufzuholen, das heißt, wir sind gerade ein bisschen zügiger unterwegs. Es wartet noch ganz schön viel Südamerika auf uns und wir freuen uns schon riesig. Drum beenden wir wahrscheinlich jetzt mal dieses Video. Aber bevor wir es beenden, schaut doch gerne bei uns im Shop vorbei. Wir würden uns riesig freuen. Ja, unbedingt. So, und Also, dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego. Hasta luego. Tschüss.